In der Godot Engine 4.4 kommt mit dem Development Snapshot 6 die Vorschau für Kamera 3D in der Szene. Doch wie genau ist die dargestellt, wo finden wir sie? Ich zeig's dir in der heutigen Folge von ein Godot 4.4 Feature in wenigen Minuten erklärt. Ich bin natürlich Most Wanted und wenn dir die Serie gefällt, lass doch gerne einen Like da und abonniere, wenn du mehr sehen willst. Dieses neue Feature gilt nur für die Kameras im 3D-Raum. Dafür müssen wir jetzt in unserer 3D-Szene eben auf Basis einer Node 3D eine Kamera 3D per Rechtsklick Add Child Node hinzufügen und wenn wir die bereits in unserer Szene haben, müssen wir die dann auswählen. Und bei unserer Kamera 3D haben wir jetzt auch im Inspektor der Engine hier oben diese kleine Vorschau. Diese Größe hiervon ist nicht veränderbar. Wir können das Ganze hier ziehen und breiter machen, da ändert sich nichts dran. Auch mit Shift oder Steuerung oder mit Alt können wir nicht hineinzoomen. Diese View hier oben spiegelt das wider, was die Kamera in ihrer eigenen Preview widerspiegeln würde. Da kommen wir immer mit Steuerung P rein, wenn wir die Kamera ausgewählt haben. Jetzt können wir hier die Kamera verschieben, nach unten, nach oben, nach links und nach rechts oder auch ein bisschen drehen hierbei und wir sehen oben in Echtzeit die Updates. Die einzige Art, wie diese Vorschau hier sich verändert, ist, indem wir die Kamera unter einen anderen Viewport anfügen. In unserem Fall also hier per Rechtsklick Add Child Node einen neuen Sub-Viewport hinzufügen und dann können wir hier die Größe konfigurieren. Zum Beispiel hier 512 x 512 und dann nehmen wir die Kamera und packen sie da drunter. Jetzt seht ihr auch hier, die Vorschau ist genau quadratisch wie die Auflösung des Viewports. Und wenn wir den Viewport hier anpassen auf zum Beispiel 1920 x 1080, dann passt sich auch automatisch das Rendering der Kamera an. Und das war alles, was du zu diesem Feature wissen musst. Viele haben lange drauf gewartet, es sich gewünscht und jetzt kommt es in der Godot Engine 4.4. Ziemlich cool, oder? Was ist deine Meinung dazu? Schreib's gerne in die Kommentare, lass einen Like, wenn es dir gefallen haben sollte, abonniere, wenn du mehr sehen willst und ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.